Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, in dem ich Ihnen zeigen will, wie das Teachen eines Industrieroboters mit Hilfe von Augmented Reality unterstützt wird. Augmented Reality oder kurz AR ist die computerunterstützte visuelle Darstellung von Elementen in einer realen Umgebung. Sie kennen Augmented Reality eventuell von Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet, von gewissen Apps wie Spielen oder Tools für die Raumplanung. Aber auch in der Industrie wird Augmented Reality schon eingesetzt. Zum Beispiel für das Teachen eines Industrieroboters. Das Teachen, das ist dieser Fachbegriff für das Anlernen, Bewegungsprogrammierung eines Industrieroboters. Der Programmierer oder die Programmiererin, in diesem Fall bin das jetzt ich, muss Kenntnisse haben über die Reihenfolge, wie das Werkstück zusammengesetzt wird, sowie über die Programmierung des Bedienfelds. Bei der Eingabe der Reihenfolge der verschiedenen Bewegungssequenzen bei der Roboterprogrammierung ist ein hoher Aufwand und eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit gegeben. Deshalb ist eine zielgerichtete Führung notwendig. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Ihnen AR dabei helfen kann, effizienter zu arbeiten und wie AR Sie dabei unterstützen kann. Als Beispiel habe ich den Cranfield-Bausatz. Der Cranfield-Bausatz ist ein Benchmark, das seit vielen Jahren eingesetzt wird, um verschiedene Montageautomaten miteinander zu vergleichen. Diese Einzelteile könnte man natürlich auf verschiedenste Weise zusammenbauen, aber der Roboterprogrammierer oder die Programmiererin ist dafür da, dem Roboter die richtige Reihenfolge beizubringen. Alle Einzelteile liegen zu Beginn der Programmierung auf einem Werkstückträger bereit, also genau so, wie es hier dargestellt ist. Am Beispiel der Montage der Einzelteile, Pendel und Nietblech zeige ich nun, wie der Programmierer, also ich, ausgestattet mit einer AR-Brille die Anweisungen für die Bewegungsprogrammierung erhält. Ich bekomme Informationen zu den optimalen Greifstellen an den Einzelteilen und kann ebenfalls erkennen, wie die optimale Bewegungsbahn für die Montage dieser Einzelteile aussieht. Dabei kann ich auch mit den Einzelteilen in der Augmented Reality interagieren. Zuerst muss ich als Programmierer die Bewegungssequenz für das Bauteil Pendel eingeben. Jetzt bekomme ich die Hinweise, mit welcher Greiforientierung ich das Pendel optimal von der Ausgangsposition aufnehmen kann. Außerdem sehe ich, entlang welcher Bahn das Pendel dann zu seiner Zielposition bewegt werden soll. Durch entsprechende Gesten kann ich mit den dargestellten Objekten in der Augmented Reality interagieren. Zum Abschluss bestätige ich die Hinweise. Nachdem ich nun die Bewegungsbahn über das Bediengerät des Roboters eingegeben habe, kontrolliere ich die reale Bewegungsausführung am Roboter. Das Abarbeiten der eingegebenen Bewegungsbefehle kann ich parallel am Bediengerät mitverfolgen. Nun ist die Montage des Pendels abgeschlossen und das Nietblech muss neu aufgesetzt werden. Wieder werden mir, allerdings dieses Mal für das Nietblech, die optimale Greifposition mit entsprechender Greiferausrichtung und die Bewegungsbahn für das Nietblech angezeigt. Jetzt gebe ich die Bewegungssequenz über das Bediengerät des Roboters ein. Dazu bewege ich die Achse des Roboters so, dass der Greifer das Nietblech greifen kann. Das haben wir eben in der AR-Sequenz gesehen. Anschließend teache ich die Zielposition für die Ablage des Nietblechs. Wie schon bei der Bewegung des Pendels kontrolliere ich auch meine geteachten Bewegungen für die Montage des Nietblechs. Zuvor habe ich Ihnen gezeigt, wie ich zur Bewegungseingabe für Pendel und Nietblech in der Augmented Reality Hinweise bekommen habe. Nach dem gleichen Verfahren werde ich auch bei der Programmierung der übrigen Einzelteile unterstützt. Am Ende ist dann das gesamte Roboterprogramm auf diese Weise erstellt worden. Die gesamte Montagesequenz können Sie sich nun einmal komplett anschauen. Hier ist die zuvor erstellte Bewegungssequenz für das Pendel und das Nietblech in voller Geschwindigkeit zu sehen. So, nun haben wir gesehen, wie Augmented Reality Sie bei dem Teachen eines Roboters unterstützen kann. Ich als Programmierer des Roboters, derjenige, der den Roboter teacht, bekomme direkt beim Teachen in das Eingabegerät alle Informationen direkt auf meine AR-Brille. Somit ermöglicht es mir, Optimierungen im laufenden Prozess durchzuführen und so effizienter zu arbeiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.